Kennst du das? Du hörst Deutsch, aber vieles klingt schwer, schnell oder langweilig. In dieser Lektion erzähle ich dir 6 kurze Geschichten aus meinem Alltag in Deutschland. Es sind einfache Geschichten über Situationen, die jeder erleben kann. Geschichten im Supermarkt, im Café, unterwegs, zu Hause oder beim Sprechen mit anderen Menschen. In diesen Geschichten hörst du viele wichtige Verben, die du jeden Tag brauchst. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Vielleicht fühlst du genauso wie ich in diesen Momenten. Alles ist leicht geschrieben, damit du gut folgen kannst. Mach die Untertitel an, wenn du noch besser verstehen willst. Höre zu, lerne neue Wörter und spüre, wie dein Deutsch Schritt für Schritt besser wird. Am Ende interessiert mich deine Meinung. Mit welcher Geschichte kannst du dich am meisten identifizieren? Welche Situation hast du selbst schon erlebt? Schreib deine eigene kleine Geschichte in die Kommentare. Geschichte 1. Die erste Bestellung im Café. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Besuch in einem kleinen Café hier in Deutschland. Es war ein kalter Morgen und ich wollte nur einen warmen Kaffee trinken. Ich stand vor der Tür und dachte lange nach. Ich wollte auf Deutsch bestellen, aber ich fühlte mich nervös. Mein Herz klopfte schnell und meine Hände waren kalt. Ich hatte Angst, etwas falsch zu sagen, aber ich wollte mutig sein, also ging ich hinein. Das Café war gemütlich. Menschen saßen an kleinen Tischen, sprachen leise und tranken Kaffee. Ich stellte mich an die Theke und wartete. Dann war ich dran. Der Kellner lächelte und sagte, »Was möchten Sie?« In meinem Kopf suchte ich nach den richtigen Worten. Ich wollte sagen, ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Doch ich sagte, ich habe gern Kaffee mit Milch. Ich hörte meinen Fehler sofort. Ich wurde rot und wollte am liebsten verschwinden. Aber der Kellner blieb freundlich. Er sagte ruhig, einen Kaffee mit Milch, sehr gern. Möchten Sie groß oder klein? Ich atmete tief ein und sagte, klein, bitte. Langsam fühlte ich mich besser. Ich bezahlte, nahm meinen Kaffee und setzte mich ans Fenster. Der Kaffee schmeckte gut. Ich fühlte mich stolz, weil ich gesprochen habe. Ich habe Fehler gemacht, aber ich habe trotzdem bestellt. Niemand hat gelacht. Niemand war ungeduldig. Ich merkte, dass ich mehr konnte, als ich dachte. In diesem Moment verstand ich etwas Wichtiges. Sprache lernt man nicht nur mit Büchern. Sprache lernt man, wenn man spricht. Wenn man mutig ist. Wenn man Dinge ausprobiert. Seit diesem Tag gehe ich oft in Cafés und bestelle auf Deutsch. Heute fühle ich mich viel sicherer. Und jedes Mal, wenn ich einen Kaffee bestelle, erinnere ich mich daran, wie alles angefangen hat. Geschichte 2. Der überraschende Anruf. Ich war zu Hause und hatte einen ruhigen Abend. Ich trank Tee und hörte Musik. Plötzlich klingelte mein Telefon. Ich schaute auf das Display und sah eine unbekannte Nummer. Mein Herz wurde sofort schneller. Ich mag Telefonate auf Deutsch nicht, weil ich oft nicht alles verstehe. Ich dachte kurz darüber nach, nicht dran zu gehen. Aber dann wollte ich mutig sein und nahm das Gespräch an. Eine Stimme sagte, »Guten Abend, spreche ich mit Frau Müller?« Ich verstand nicht sofort, aber ich hörte genau zu. Ich sagte langsam, »Nein, ich bin nicht Frau Müller.« Die Person entschuldigte sich, aber sie sprach weiter. Ich verstand nur einzelne Wörter. Lieferung, Paket, Adresse. Ich fühlte mich überfordert und wollte auflegen, doch ich atmete tief ein und sagte, »Entschuldigung, ich lerne Deutsch. Können Sie bitte langsam sprechen?« Die Stimme wurde ruhiger und sprach langsamer. Jetzt verstand ich mehr. Es war ein falscher Anruf. Die Person suchte jemanden mit meinem Nachnamen, aber einer anderen Adresse. Ich sagte, das ist kein Problem. Das ist die falsche Nummer. Die Person bedankte sich freundlich und wünschte mir einen schönen Abend. Ich lächelte. Ich legte auf und fühlte mich plötzlich stark. Ich hatte telefoniert. Ich hatte gesprochen. Ich hatte das Gespräch geschafft, obwohl ich nervös war. Ich war stolz auf mich.
Ich merkte, dass ich mehr verstehe, wenn ich ruhig bleibe. Ich merkte, dass ich nachfragen darf. Und ich merkte, dass ein Telefonat nicht perfekt sein muss. Seit diesem Tag habe ich weniger Angst vor Telefonaten. Manchmal verstehe ich viel, manchmal wenig. Aber ich bleibe ruhig, stelle Fragen und spreche weiter. Und jedes Mal fühle ich mich ein Stück sicherer. Geschichte 3. Im Supermarkt. Ich ging am Nachmittag in den Supermarkt. Ich wollte nur ein paar Dinge kaufen. Brot, Milch, Obst und etwas für das Abendessen. Es war voll. Viele Menschen waren im Laden und ich fühlte mich ein bisschen gestresst. Ich nahm einen Korb und suchte zuerst nach Äpfeln. Ich fand sie nicht und fragte eine Frau: »Entschuldigung, wo sind die Eier?« Die Frau schaute mich komisch an und sagte: »Die Eier sind ganz hinten.« Ich bedankte mich, ging weiter und merkte plötzlich, dass ich ein falsches Wort benutzt hatte. Ich wollte Äpfel sagen, nicht Eier. Mein Gesicht wurde warm und ich musste über mich selbst lachen. Dann ging ich zur Käsetheke. Ich sah einen Käse, wusste aber nicht, wie er heißt. Ich zeigte darauf und sagte zur Verkäuferin: »Ich möchte diesen Kuchen.« Sie lächelte und sagte: »Das ist Käse, kein Kuchen.« Ich wurde rot und sagte: »Oh, tut mir leid, ich meine Käse.« Wir lachten beide, und sie gab mir ein kleines Stück zum Probieren. Das fühlte sich gut an. An der Kasse passierte das nächste Missverständnis. Ich wollte höflich sein und sagen, dass die Frau vor mir Zeit haben kann. Aber ich sagte: »Sie können sich Zeit lassen, ich bin langsam.« Die Frau lachte freundlich und sagte: »Ihr Deutsch ist gut.« Das machte mich stolz. Als ich den Supermarkt verließ, dachte ich an alles zurück. Ich hatte Wörter verwechselt. Ich hatte peinliche Dinge gesagt. Ich hatte Fehler gemacht. Aber niemand war unfreundlich. Die Menschen waren freundlich, geduldig und sogar lustig. Ich merkte, dass Fehler normal sind. Ich merkte, dass man lernen kann, auch wenn man lacht. Seitdem habe ich weniger Angst im Supermarkt. Wenn ich ein Wort nicht weiß, frage ich. Wenn ich etwas Falsches sage, lache ich. Mit jedem Besuch fühle ich mich sicherer. Fehler zeigen, dass ich lerne. Fehler zeigen, dass ich wachse. Und vielleicht hast du so etwas auch schon erlebt. Geschichte 4. Ein neuer Freund. Es war ein normaler Tag. Ich war im Park, weil ich frische Luft haben wollte. Die Sonne schien und ich setzte mich auf eine Bank. Neben mir saß ein Mann mit einem Buch. Ich wollte nichts sagen, aber plötzlich fiel mein Handy herunter. Er hob es auf, gab es mir und sagte auf Deutsch: »Hier, bitte.« Ich lächelte und sagte Danke. Dann fragte er mich, ob ich aus Deutschland komme. Ich sagte, dass ich Deutsch lerne. Er lächelte und sagte, dass mein Deutsch gut klingt. Das überraschte mich. Wir fingen an zu sprechen. Am Anfang war ich nervös. Ich suchte Wörter, ich machte Pausen, ich sprach langsam. Aber er wartete. Er hörte zu. Er half mir mit kleinen Wörtern. Wir sprachen über das Wetter, über den Park, über Hobbys. Ich sagte, dass ich gern spazieren gehe. Er sagte, dass er gern Fahrrad fährt. Ich sagte, dass ich gern Kaffee trinke. Er sagte, dass es ein Café in der Nähe gibt. Ich merkte, dass das Gespräch leicht wurde. Mein Kopf wurde ruhiger. Meine Stimme wurde klarer. Ich fühlte mich sicher. Dann fragte er, ob ich Lust habe, ein anderes Mal zusammen etwas zu trinken. Ich war überrascht. Ich war stolz. Ich war glücklich. Ich sagte ja. Wir tauschten Telefonnummern. Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte nicht nur Deutsch gesprochen, ich hatte jemanden kennengelernt. Als ich nach Hause ging, dachte ich darüber nach. Ein kleines Gespräch hatte meinen Tag verändert. Ich hatte Angst am Anfang, aber Freude am Ende. Ich verstand. Smalltalk ist nicht nur Sprache. Smalltalk ist Verbindung. Und manchmal beginnt Freundschaft mit einem einfachen Wort, wie Hallo. Ich habe gelernt, dass ich nur sprechen muss. Und vielleicht hast du so etwas auch schon erlebt. Welcher Moment hat dir gezeigt, dass Deutsch dich mit Menschen verbinden kann? Geschichte 1. Mein kleiner Erfolg. Es war ein ganz normaler Tag. Ich war unterwegs und hörte 2 Leute sprechen. Plötzlich merkte ich, dass ich verstehe, was sie sagen.
Ich musste nicht übersetzen. Die Wörter kamen einfach in meinem Kopf an. Das fühlte sich seltsam an, aber auch schön. Ich war überrascht und blieb stehen. Dann fragte mich jemand nach dem Weg. Früher hätte ich Angst gehabt. Dieses Mal sagte ich einfach, was ich wusste. Die Person verstand mich und sagte Danke. In diesem Moment fühlte ich mich mutig. Ich spürte, dass ich wirklich Fortschritte mache. Später im Bus hörte ich eine Durchsage. Früher war das nur Geräusch. Dieses Mal verstand ich jedes Wort. Ich musste lächeln. Ich dachte daran, wie schwer alles am Anfang war, wie langsam ich gesprochen habe, wie oft ich gezögert habe. Jetzt merke ich, dass etwas sich verändert hat. Nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt. Ich habe nicht perfekt gesprochen. Ich habe nicht jedes Wort gekannt, aber ich habe verstanden. Und ich konnte antworten. Das war mein kleiner Erfolg. Ein Moment, der mir gezeigt hat, dass Lernen wirkt, dass Übung zählt, dass ich weitergehen kann. Dieser Moment hat mich motiviert, nicht aufzuhören. Denn wenn so ein kleiner Erfolg möglich ist, dann kommen noch viele große. Geschichte 6. Mein erster Witz. In der Pause sitze ich mit den anderen im Kursraum. Alle reden und lachen, und ich höre zu. Ich verstehe einiges, aber nicht alles. Ich fühle mich ein bisschen unsicher und ruhig. Dann erzählt jemand eine kleine Geschichte. Die anderen lachen. Ich möchte auch etwas sagen. Ich möchte dazugehören. Ich probiere es einfach. Ich erzähle einen ganz kleinen Witz. Mein Satz ist kurz und einfach. Ich spreche langsam, aber klar. Für einen Moment ist es still und ich bekomme Angst. Dann fangen die anderen an zu lachen. Nicht über mich, sondern mit mir. Ich fühle Wärme in meinem Körper. Ich fühle mich plötzlich leicht. Ich lache auch. Ich genieße den Moment. Es fühlt sich gut an, weil ich verstanden werde. Ich merke, dass Sprache nicht nur Wörter und Grammatik ist. Sprache verbindet. Humor verbindet. Ich sehe die Reaktion der anderen und mein Herz wird ruhig. Ich fühle mich als Teil der Gruppe. Ich erzähle noch einen kleinen Satz. Wieder lachen alle. Ich werde mutiger. Ich merke, dass ich reden kann, auch wenn nicht alles perfekt ist. Am Ende der Pause gehe ich mit einem guten Gefühl zurück in den Kurs. Ich weiß jetzt, dass ein kleiner Witz ein großer Schritt sein kann. Ich weiß, dass ich dazugehören kann. Ich weiß, dass ich weiter lernen möchte.